KK7 Thermic Overlay. Viele neue Map-Styles inklusive Google Maps Terrain. Neues Ultimate-Abo und noch vieles mehr im neuen Ogoi-Update. Hey Leute, ich habe mal wieder ein neues Update auf Ogoi installiert. Es sind einige neue Features dazugekommen. Das ist erstens mal der Thermal Overlay für die 3D-Karte von KK7. Zweitens habe ich viele neue Map-Styles installiert, hauptsächlich für die 2D-Karte, aber auch einige für die 3D-Karte. Das ist für alle, die ein Pro-Abo haben. Und als drittes gibt es jetzt neu noch einen Ultimate-Account, mit dem kann man noch ein bisschen mehr machen als mit dem Pro. Und natürlich gibt es noch ein paar kleinere sonstige Features, die zeige ich euch dann am Schluss noch. In diesem Video stelle ich euch die ganzen neuen Features vor und gehe am Schluss noch ein bisschen darauf ein, was denn vielleicht in Zukunft noch alles kommen könnte. Also kommen wir mal zum ersten großen Feature, das Thermal Overlay. Das ist für alle Accounts verfügbar, somit sogar für die Gratis-Nutzer. Also wie funktioniert jetzt das? Wenn du im Player bist, kannst du da oben auf dieses Zahnrad klicken und dann hier unten dieses Häkchen Show Thermal Overlay aktivieren. Das sieht dann ungefähr so aus. So, und jetzt noch schnell für die, die nicht wissen, was KK7 ist. Also, das ist ein sehr cooles Open-Source-Projekt. Die haben sich alle IGC-Files von den Flügen von X-Contest und von allen möglichen anderen Plattformen zusammengetragen und daraus eine Heatmap gebildet. Jetzt gibt es zwei Produkte von KK7. Das eine sind die Skyways. Das ist wirklich einfach eine Heatmap von allen Flügen übereinander gelegt und darauf sieht man relativ gut, wo so die häufigsten Flugrouten sind. Dann gibt es aber auch noch die Thermals und da werden nicht einfach die Flüge übereinander gelegt, sondern es wird von jedem Flug an jedem Ort, wo jemand gestiegen ist, ein Punkt gesetzt und diese Punkte übereinander gelegt ergibt dann eigentlich die Orte, wo man Steigen finden kann. Und das ist jetzt die Karte, die ich eben als Overlay anzeige. Falls du mehr über KK7 willst, einen Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. So, vielleicht ist es dir vorher schon aufgefallen beim Aktivieren vom Thermal Overlay. Da reduziere ich die Sättigung von der 3D-Karte ein bisschen, damit man den Thermal Overlay möglichst gut erkennt. Und jetzt ist es ja noch so, dass die Thermik nicht immer genau gleich funktioniert. Da gibt es einerseits mal die saisonalen Unterschiede und andererseits auch je nach Tageszeit ist es ziemlich verschieden. Und dazu bietet jetzt eben KK7 4 saisonale Varianten an. Und innerhalb von jeder von diesen 4 saisonalen Varianten gibt es noch 3 verschiedene Tageszeiten. Wenn du jetzt diesen Thermal Overlay aktivierst, wird die entsprechende Saison und Tageszeit automatisch aufgrund von Datum und Uhrzeit ausgewählt. Die Thermik, die dir hier angezeigt wird, die stimmt also so ziemlich mit der aktuellen Tageszeit und mit der aktuellen Saison überein. Natürlich ist jeder Tag und jedes Jahr ein bisschen verschieden, von dem her, so ganz drauf gehen kannst du natürlich nicht. Trotzdem kann das bei der Analyse ziemlich hilfreich sein zu sehen, wo du vielleicht hättest hinfliegen können, um die bessere Thermik zu erwischen. Okay, kommen wir zum zweiten Thema, die neuen Map-Styles für die Pro-Abonnenten. Fangen wir mal bei den 3D-Map-Styles an. Seit dem letzten Update kann man ja mit dem Pro-Abo auswählen zwischen Map-Tiler und ArcGIS-Kartenmaterial. Jetzt, warum biete ich überhaupt die beiden Varianten an? Also, die Karten von Map-Tiler sind an fast allen Orten wirklich einfach die besten. Darum ist es logischerweise auch die Standardoption. Aber es gibt leider gewisse Regionen, wo die Karten einfach nicht so toll sind. Konkret weiß ich bisher von einem Gebiet, das sind irgendwie so 10 mal 10 Kilometer irgendwo in Deutschland. Aber wenn es das gibt, wird es wahrscheinlich noch mehr geben. Und wenn dein Flug ausgerechnet in so einem Gebiet durchgeht, ist es natürlich doof. Darum biete ich dir für die Fälle noch die Variante mit ArcGIS an. Das sind auch ganz gute Satellitenbilder in ein bisschen anderen Style. Falls dir die grundsätzlich besser gefallen, kannst du natürlich auch die verwenden. Aber ich finde die von Map-Tiler qualitativ schon deutlich besser. Jetzt kommt neu mit diesem Update dazu Google Maps. Jetzt denken sich sicher alle, ja, das kenne ich ja, die sind sicher sehr gut. Naja, nicht wirklich. Google Maps Satellitenbilder sind für die 2D-Kartenansicht sehr gut. In den meisten Regionen sind sie aber nicht wirklich besser als Map-Tiler, häufig sogar deutlich schlechter. Häufig gibt es sehr abrupte Wechsel von Styles in gewissen Gebieten, wie zum Beispiel so ein harter Wechsel von Schnee auf grüne Wiesen direkt nebeneinander hier im Wallis. Und das sieht dann einfach schon ziemlich doof aus. Was noch dazu kommt, ich zahle für die Nutzung von den Google Maps API-Daten ungefähr 6-mal so viel wie für die anderen Kartendaten, die ich sonst benutze. Von dem her stellt sich da die Frage, warum biete ich das überhaupt an? Nun ja, es gibt gewisse Regionen auf der Welt, wie zum Beispiel Kolumbien, da hast du bei den meisten Kartendatenanbietern einfach Wolken. Klar, in besiedelten Gebieten sieht das schon okay aus und kaum bist du mal ein paar Kilometer weg davon, was beim Gleitschirmfliegen ja sehr schnell passiert, hast du einfach wirklich nur noch weiße Wolken.
Jetzt, wie sieht das mit Google Maps aus? Die Qualität ist immer noch ziemlich scheiße, also es ist einfach super verpixelt, aber immerhin hast du keine Wolken und du siehst grüne Landschaft. Jetzt, um Flüge in Kolumbien darzustellen, muss ich sagen, es ist einfach deutlich besser. Darum will ich das euch eigentlich gern anbieten. Jetzt aber hier eine wichtige Bitte an euch. Verwendet bitte Google Maps Satellitendaten nur, wenn ihr es wirklich braucht. Falls das zu viele Leute ständig benutzen, wird mir das zu teuer und dann muss ich Google Maps wieder rausschmeißen. Und das wäre dann doch schade für die, die es wirklich brauchen. Also benutzt Google Maps ruhig, wenn es euch wirklich was bringt. Aber stellt einfach nicht standardmäßig Google Maps ein, nur weil der Name Google da steht. Und bitte sagt es vielleicht noch anderen Kollegen, die dieses Video nicht gesehen haben. So, zu den weiteren Styles. Die Open Topo Map und die Dark Topo Map, die gab es ja bereits. Auf die könnt ihr natürlich weiterhin zugreifen. Neu dazu kommt Hillshade. Das ist eine super schlichte Terraindarstellung und die könnte interessant sein, wenn du wirklich den Fokus auf den Flügen haben willst und dich nicht von irgendwelchen sonstigen grafischen Darstellungen ablenken willst. Ganz interessant könnte das auch werden, wenn man das kombiniert mit dem Thermal Overlay. Vielleicht könnte man damit tatsächlich noch interessante Analysen machen. Probiert's einfach mal aus. Eine bisschen ähnliche Darstellung, die es ja vorher schon gab, wären dann noch die Topo Lines. So, kommen wir zum dritten Teil, die 2D-Map-Styles. Hier habe ich wirklich extrem viele neue Styles hinzugefügt. Ich hoffe mal, ihr habt Freude dran. Diese ganzen neuen Styles, das sind alles Vektordaten. Das ist technisch deutlich besser und hat den Vorteil, dass es sehr viel schneller lädt und dass es ein bisschen besser aussieht. Und weil diese neuen Styles eben deutlich besser sind, habe ich für alle, die ein Pro-Abo haben, die auch automatisch gleich als Standard gesetzt. Welche das genau ist, da komme ich gleich noch dazu. Also gehen wir doch gleich mal zusammen alle 2D-Map-Styles durch. Als erstes haben wir hier die Open Topo Map. Die wird für alle Gratisnutzer und für die mit dem Patreon-Abo angezeigt. Aber weil sie dann halt doch ziemlich bunt ist, ist es halt nicht ganz ideal, da noch Tracks drauf zu zeichnen. Aber ich muss für die Nutzung von dieser Karte halt nichts zahlen. So, und jetzt kommen wir zur Outdoor Map, die sieht so aus. Ziemlich nice, oder? Das ist eine klassische Topo-Karte mit Höhenlinien und das ist der neue Standard für die 2D-Karte im Pro-Abo. Als nächstes haben wir die Topographic Map. Die ist von den Farben her eigentlich noch fast cooler, weil sie ein bisschen gedämpft ist. Man sieht da drauf die Tracks fast ein bisschen besser, aber sie hat eben keine Höhenlinien. Weil jetzt in der Vorschau für die Scenes hier die Karte sowieso so klein ist, dass man Höhenlinien eh nicht sehen würde, ist das die neue Standardkarte für die Preview für die Pro-Abonnenten. Als nächstes haben wir hier noch die Simple Terrain Map. Die ist fast schwarz-weiß und halt einfach sehr schlicht und ist von dem her halt einfach super, um wirklich den Fokus auf die Trackspuren zu legen. Und jetzt für die Dark Mode Fans, es gibt neu eine Dark Mode Terrain Map. Ich finde also, die sieht ziemlich frech aus, probiert die doch mal aus. Und natürlich die Ogoi Topo 2D Karte, das ist der ehemalige Standard im Pro-Abo. Ich fände die von der Darstellung her eigentlich wirklich geil, aber erstens, sie lädt ziemlich langsam und zweitens, weil sie eben pixelbasiert und nicht vektorbasiert funktioniert, gibt es manchmal die Situation, dass da irgend so eine Linie in der Mitte ist und da was nicht übereinstimmt. Darum habe ich jetzt euch mal die anderen Karten als Standard eingestellt. Wenn ihr lieber wieder die zurück wollt, kein Problem, geht einfach in die Einstellungen und ändert das wieder zurück. Und jetzt kommt noch ein kleines Highlight. Neu gibt es für die 2D-Karte auch Google Maps Terrain. Ich muss einfach sagen, ich liebe diese Darstellung. Ich finde es mit dieser Darstellung einfach am einfachsten zu erkennen, wo sind Berge, wo sind Hügel, wo geht's hoch, wo geht's runter und so weiter. Und ja, diese Karte ist für mich halt genauso teuer wie die Google Maps Satelliten, was ich vorher ja schon erklärt habe. Aber hier finde ich, ist es halt wirklich wert. Ich werde die Darstellung selber auch viel verwenden. Außerdem sind Kartendaten für 2D sehr viel günstiger als für 3D, weil ich da wirklich einfach nur eine plane Fläche und nicht bis in den hintersten Winkel jede Ecke berechnen muss. Von dem her, wenn ihr auch so Fan seid von dieser Darstellung, benutzt es einfach, ihr habt ja dafür bezahlt. Und dann gibt es natürlich auch noch bei der 2D-Karte die Satellitenkarte. Neu ist es immer eine Hybrid-Darstellung. Bis vor dem Update gab es in der 2D-Karte auch noch eine Satellitenkarte ohne Labels. Ich sehe aber einfach wirklich gerade nicht, warum man das brauchen sollte und darum habe ich das jetzt einfach mal rausgenommen. Falls du das vermisst und unbedingt willst für irgendeinen Zweck, schreib mir das gern via Kontaktformular. Und dann kommt halt einfach noch ein bisschen Spielerei dazu. Das musste ich einfach machen, weil es gerade so einfach ging. Wir haben hier mal eine Painting-Style-Map. Die sieht so ein bisschen aus wie ein Gemälde. Dann kommt hier ein Sci-Fi-Style. Und zum Ausgleich von dieser Zukunftsdarstellung gibt es auch gleich noch eine Oldschool-Map. Die ist von den Schriftarten und so einfach ein bisschen so aufgebaut, als wäre es eine bisschen ältere Karte. Und dann zum Schluss gibt es noch die Blueprint-Style-Map.
Diese Karten haben jetzt nicht einen wirklich krassen Nutzen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man ein Video machen will, dass es noch ganz witzig sein könnte. Apropos Video, falls ihr ein Screen Recording von Ogoi machen wollt, ist für mich okay, wenn ihr das macht. Ich erwarte einfach mindestens eine Attribution in der Videobeschreibung mit einem Link auf Ogoi. Eine deutlich bessere Darstellung für euer Video kriegt ihr übrigens noch mit dem Video Recording Mode. Der ist verfügbar im Pro-Abo. Und falls ihr wissen wollt, wie der genau funktioniert oder wie das genau aussieht, das habe ich in diesem Video hier erklärt. Es hat Kapitel in diesem Video, schaut einfach nach Screen Recording Mode. So, jetzt kommen wir zum vierten Teil von diesem Video, das Ultimate Abo. Also, es gibt neu ein Abo, was mehr kann als das Pro-Abo. Also, Ogoi ist ja grundsätzlich mal so aufgebaut, dass man Flüge nur angucken kann, wenn man einen Account hat und eingeloggt ist. Ich habe es in meinen Videos immer mal wieder erklärt, die Kartendaten, die ich verwende, die sind ziemlich teuer und ich muss irgendwie kontrollieren, dass die Gratis-Nutzer nicht allzu viel von diesen Kartendaten verwenden. Darum habe ich da auch eine Limite drin, dass man mit einem Gratis-Account maximal 15 Scenes pro Monat angucken kann. Diese Limitierung kann ich jetzt natürlich nur kontrollieren, wenn die Leute auch eingeloggt sind. Jetzt gibt es aber Leute, die würden vielleicht ihre Flüge gern an Leute teilen, die selber gar nicht fliegen. Oder den Link zu Ogoi auf Social Media teilen. Jetzt Leute, die selber gar nicht fliegen, die werden sich wahrscheinlich kein Ogoi-Account erstellen. Trotzdem fände ich es ziemlich cool, wenn es möglich wäre, dass man diesen Leuten das einfach mal zeigen kann, dass die das einfach den Link anklicken können und mal so einen Flug angucken. Aber irgendwer muss halt diese Kosten decken, die daraus entstehen. Und da kommt jetzt eben das Ultimate-Abo ins Spiel. Das kostet ein bisschen mehr als das Pro-Abo, dafür sind Scenes mit 1 bis 3 Tracks, die du erstellst, während du dieses Ultimate-Abo hast, öffentlich für alle verfügbar. Und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Feature vom Ultimate-Abo und auch da muss ich gerade ein bisschen was erklären. Jetzt ist es euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass es im Ogoi immer diesen blauen Dunst überall hat. Ich finde, der sieht ziemlich cool aus und sorgt auch so ein bisschen für eine realistische Darstellung. Aber der Hauptgrund für diesen Dunst ist, dass ich eben die Satellitendaten nicht allzu weit rechnen muss. Und das senkt für mich die Kosten ziemlich deutlich. Aber es reduziert natürlich die Weitsicht. Insbesondere wenn du mit einem ziemlich flachen Winkel die Landschaft angucken willst, wird das eine ziemlich dunstige Angelegenheit. Und für bestimmte Fälle in der Analyse wäre es halt ganz nützlich, wenn man diesen Dunst mal ein bisschen reduzieren könnte. Und mit dem Ultimate-Abo führe ich genau das ein. Du kannst jetzt hier im Player auf dieses Zahnrad-Symbol gehen und dann gibt es hier dieses Häkchen Reduce Dust. Und damit hast du halt eine deutlich erhöhte Weitsicht. Das sind jetzt die beiden Features, die das Ultimate-Abo im Gegensatz zum Pro-Abo hat. Und das sind halt beide Sachen, die für mich erhebliche Mehrkosten generieren. Und darum muss dieses Abo jetzt halt auch ein bisschen mehr kosten als das Pro-Abo, sonst würde ich damit einfach nur Verlust machen. Also, was kostet der Spaß? Das sind 8 Schweizer Franken pro Monat, wenn du jährlich zahlst, also 96 Franken pro Jahr. Oder 13 Franken pro Monat, wenn du monatlich zahlst. Noch ein wichtiges Detail. Ich habe ja vorhin gesagt, dass die Scenes, die du erstellst, während du das Ultimate-Abo hast, öffentlich sind. Das bedeutet, dass die Scenes, die du erstellt hast, bevor du das Ultimate-Abo hattest, nicht automatisch öffentlich werden. Umgekehrt bedeutet es aber auch, dass die Scenes, die du erstellt hast, während du das Ultimate-Abo hattest, öffentlich bleiben, auch wenn du das Abo nicht mehr hast. Und damit erklärt sich auch der deutlich höhere Preis bei der monatlichen Zahlung im Gegensatz zur jährlichen Zahlung. Apropos Kosten, im Moment sind ja alle Preise in Schweizer Franken. Das liegt ganz einfach daran, dass ich halt einfach alles allein mache und nicht alles aufs Mal schaffe. Früher oder später werde ich sicher dann mal noch Preise in Euro und US-Dollar anbieten, aber ich würde euch nicht unbedingt empfehlen, darauf zu warten, weil ich werde die Wechselkurse wahrscheinlich so setzen, dass ich sicher keine Verluste damit mache. So, falls du jetzt schon ein Patreon oder ein Pro-Abo hast und du würdest aber gerne auf das Ultimate-Abo wechseln, kein Problem. Wenn du dein Abo upgradest, wird einfach die Kostendifferenz auf deiner Kreditkarte belastet. Was heißt das jetzt konkret? Jetzt mal angenommen, du hast schon ein Pro-Abo, das kostet dir 60 Franken pro Jahr. Jetzt nehmen wir weiter an, du hast ein Jahresabo genommen und das läuft bereits 2 Monate. Das heißt also, von diesem Jahresabo sind noch 10 Monate übrig. Also nehmen wir diese 60 durch 12 mal 10. Das heißt, 50 Franken hast du noch zugute. Jetzt machen wir die gleiche Rechnung mit dem Ultimate-Abo von 96 Franken durch 12 mal 10. Das sind 80 Franken, was das für die verbleibenden 10 Monate kosten würde. Jetzt ziehen wir davon die 50 ab, die du ja schon bezahlt hast. Das heißt, in dem Fall würde deine Kreditkarte mit 30 Franken belastet werden. Soweit klar? Ach, und übrigens, die Pricing-Page, die habe ich komplett überarbeitet. Die sieht jetzt neuerdings so aus, das funktioniert mal auf dem Handy ein bisschen besser und es sieht auch deutlich cooler aus.
Du kannst hier auf ein einzelnes Feature klicken und findest so mehr Informationen zu allen Details. Und jetzt sehen wir hier das Master-Abo, das heißt neu Custom. Das kommt daher, dass in diesem Fall ein individueller Vertrag abgeschlossen wurde. Das ist zum Beispiel mit der Schweizer Liga bisher zustande gekommen. Ein Custom-Account brauchst du, wenn du eine Scene mit mehr als 3 Accounts öffentlich verfügbar machen willst. Klassischerweise ist es zum Beispiel für Wettkämpfe sehr interessant. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es für Weiterbildungsanbieter ganz interessant sein könnte. Also falls du daran Interesse hast, schreib mich ruhig übers Kontaktformular an, ich mache dir gerne ein Angebot. Die Preise orientieren sich übrigens an einem Grundtarif pro Nutzer plus den zu erwartenden Views. So, wir kommen zum 5. Teil. Was hat sich sonst noch alles geändert? Das sind ein paar kleine, aber ganz nützliche Details. Bisher war der Splitscreen auf dem Handy ziemlich scheiße. Also ich meine natürlich, wenn du das Handy im Hochformat hast und bei Ogoi macht es einfach Sinn. Aber wenn du jetzt da den hochformatigen Screen in 2 Teile teilst, ja, bringt nicht wahnsinnig viel. Darum ist der jetzt neu in oben und unten geteilt. Also nur auf dem Handy. Auf dem Notebook und auf anderen Querformat-Bildschirmen ist das immer noch seitlich getrennt. Weiterer Punkt, bisher war es mit einem Pro-Abo ziemlich schwierig zu erkennen, ob ein Flug jetzt privat oder unlisted gesetzt war. Neuerdings siehst du das direkt und sehr einfach mit diesen Icons. Das ist für dich ein bisschen einfacher für die Kontrolle und fürs Vertrauen, dass es wirklich auch so funktioniert hat, wie du es eingestellt hast. Und dann noch eine Information, ich bin laufend immer so ein bisschen dran, für die Gratisnutzer die günstigste Option für mich zu finden, Satellitenkarten zu laden. Ich meine, die Kosten, die von der Nutzung von den Satellitendaten von Gratisnutzern entstehen, das müssen halt einfach die für ein Abo zahlen, querfinanzieren. Und klar, die zahlenden Kunden, die profitieren natürlich auch ein Stück weit davon, dass die Gratisnutzer ihre ganzen Tracks hochladen, weil die können sie ja dann alle angucken und analysieren. Aber trotzdem will ich so ein Querfinanzieren möglichst in Grenzen halten. Darum ist meine Anforderung an die Kartendaten für die Gratisnutzer, dass die Kartendaten okay, passabel aussehen, aber die Qualität muss jetzt nicht wahnsinnig hoch sein, der Preis muss einfach stimmen. Ich werde daher möglicherweise in den nächsten paar Monaten den einen oder anderen Test mit anderen Anbietern machen. Das heißt, die Qualität und wie die Kartendaten genau aussehen, könnte von Zeit zu Zeit bei den Gratisnutzern variieren. Aber die mindestens ein Patreon-Abo haben, die kriegen sowieso immer die beste Qualität und zwar von dem Anbieter, der die beste Qualität von Daten hat. Und die mindestens ein Pro-Abo haben, die kriegen nicht nur die beste Qualität, sie können auch noch den Anbieter aussuchen. Und übrigens auch neben diesen Updates, wo ich jeweils ein Video dazu mache, bin ich auch laufend immer dran, Fehler zu beheben oder kleinere Optimierungen zu machen. An dieser Stelle noch ganz wichtig, wenn du einen Fehler gefunden hast oder du denkst, irgendwas funktioniert nicht so, wie es wahrscheinlich sollte oder irgendwo passiert nichts, wenn du auf den Knopf klickst oder was auch immer, bitte melde es mir auf jeden Fall. Weil ich das ganze Projekt halt wirklich allein mache, ist es mir einfach nicht möglich, nach jedem kleinsten Update immer alles komplett durchzutesten. Von dem her, ja, es schleicht sich ab und zu irgendwo mal ein Fehler ein. Sobald ich sowas feststelle oder mir irgendjemand was meldet, gehe ich sofort dahinter und behebe es so schnell wie möglich. Aber Fehler, von denen ich nichts weiß, kann ich dummerweise einfach nicht beheben. Also auch wenn du vielleicht nicht ganz sicher bist, ob das überhaupt ein Fehler ist, was du da gefunden hast. Also wenn du die Zeit findest, mir das schnell zu schreiben via Kontaktformular, bin ich dir extrem dankbar. Gut, kommen wir noch zum letzten Punkt, Zukunft. Ich analysiere im Moment gerade die ganze Serversituation. Mein aktuelles Hosting ist ein einfaches PHP-Hosting, was eigentlich für ganz normale Websites gedacht ist. Wie lange das für Ogoi noch so funktioniert, bin ich einfach nicht ganz sicher, weil der Traffic wächst laufend. Ich speichere immer mehr Daten ab. Ich berechne auch immer mehr auf dem Server. Von dem her, ich muss mal schauen, wie sich das ergibt. Ich bin von dem her da auch ständig am neue Sachen evaluieren oder überlegen, wie ich es machen könnte oder aufbauen und mich informieren und so weiter. Ich habe eigentlich schon eine neue Lösung mehr oder weniger bereit, aber irgendwie funktioniert das noch nicht ganz so performant, wie ich das gern hätte. Da bin ich gerade so ein bisschen dran. Aber was Features angeht, was ich als nächstes angehen will, sind die folgenden 2 Punkte. Das erste ist ein Flugbuch. Was gehört für mich zu einem Flugbuch dazu? Du musst mal auf jedem Flug dein Fluggerät erfassen können. Bei Gleitschirmpiloten wird es der Gleitschirm. In diesem Fall müsste man wahrscheinlich auch gerade noch erfassen können, ob das jetzt mit Gleitschirm oder Drachen oder Starflügler oder Segelflugzeug oder was auch immer war. Vielleicht auch noch das Gurtzeug und dazu gehörend natürlich noch eine Auswertung pro Fluggerät, eventuell auch noch eine Erfassung von Serviceperiode und solchen Dingen.
Dann gehört natürlich auch dazu, dass du Flüge erfassen können musst, von denen du kein IGC-File hast. Und aus diesen ganzen Informationen sollte man dann eine Riesenmenge Statistiken generieren können. In der ersten Version wird es wahrscheinlich mal einigermaßen einfach sein, aber da kann ja dann laufend immer mehr dazukommen. So, und der zweite Punkt ist die Darstellung von Tasks für Wettkämpfe. Das werde ich sicher als erstes mal in der 2D-Ansicht umsetzen, weil da ist es halt technisch sehr viel einfacher, das zu machen. In der 3D-Darstellung ist es sehr viel schwieriger, eine Darstellung zu finden, die dir überhaupt irgendwas nützt. Ich habe da schon mal ein bisschen Zeit investiert und ein bisschen rumprobiert. Darum weiß ich überhaupt, dass es so schwierig ist. Aber ich habe eine Lösung gefunden, das ist nicht perfekt, aber ich glaube, es gibt für das einfach kein Perfekt. Aber ja, es gibt eine Variante, von der ich finde, die könnte ziemlich cool werden. Aber ich bin da noch ganz am Anfang. Ich kann da gerade noch nicht allzu viel zu sagen. Aber ja, das sind jetzt die 2 Themen, die ich als nächstes mal bearbeiten will. Aber wie immer, ich kann euch nichts versprechen. Vielleicht komme ich plötzlich zur Überzeugung, dass irgendwelche anderen Themen einfach viel wichtiger sind und dann kann es einfach sein, dass ich die vorziehe. Und Zeitplan, ich habe die ambitionierte Idee, dass ich damit bis Ende März oder vielleicht Mitte April fertig sein könnte. Mal sehen. Programmieren und Zeit ist immer wahnsinnig schwierig abzuschätzen, von dem her keine Ahnung. Aber ich fände es halt sehr cool, wenn das fertig werden könnte, bevor die Saison so richtig losgeht. Ja, und vielleicht interessiert es euch noch, wie es jetzt im Moment gerade so aussieht mit den Kosten und ob ich meine Ausgaben mit den Einnahmen decken kann und so. Es ist im Moment gerade wirklich schwierig zu beurteilen. Einerseits bin ich ständig so ein bisschen Details am Ändern, von dem her kann ich aus den Statistiken gerade nicht so wahnsinnig viel schließen. Und andererseits hat die Saison halt noch nicht so richtig angefangen. Also grundsätzlich bin ich natürlich nach wie vor sehr dankbar für jeden, der mich mit einem Abo unterstützt. Und ich bin auch nach wie vor positiv, dass ich die Kosten decken werden kann. Wie das aber denn genauso im Detail aussieht, wird sich zuerst mal noch zeigen müssen. So in 2 bis 3 Monaten kann ich euch dann wahrscheinlich sehr viel mehr davon erzählen. Gut, ich glaube, ich bin langsam durch mit dem, was ich sagen wollte. Es fällt mir gerade nichts mehr ein. Und auch meine Notizen habe ich durch. Von dem her, geht auf Ogoi, probiert's aus, habt Spaß damit, kauft ein Abo. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Ja.